Ein Ring mit übernatürlichen Fähigkeiten verführt seinen Träger mit Macht. Aber in dieser Geschichte gibt es weder Hobbits noch Zwerge oder Walküren. Die Legende vom Ring des Gyges tauchte schon lange vor Erfindung dieser Figuren auf. Vor mehr als 2000 Jahren im Werk Republik des griechischen Philosophen Platon. Die Geschichte entsteht, als der Philosoph Sokrates und sein Schüler Glaukon darüber diskutieren, warum Menschen gerecht handeln. Ist es, weil es das Richtige ist oder weil es eine Konvention ist, die durch Bestrafung und Belohnung erzwungen wird? Als des Teufels Advokat argumentiert Glaukon gegen Sokrates und erzählt die folgende Geschichte. Vor langer Zeit hütete ein Hirte namens Gyges seine Herde, als ein Erdbeben einen Spalt in den Boden riss. Dieser verschluckte Gyges. An dessen Grund erblickte er ein Pferd aus Bronze, dessen Tür geöffnet war. Als Gyges hineinspähte, entdeckte er den Leichnam eines Riesen. An seinem Finger trug der einen goldenen Ring, den Gyges einsteckte, ehe er zurückging. Später saß er zwischen den anderen Hirten und spielte mit dem geheimnisvollen Ring. Er drehte dessen Stein gedankenverloren, als er plötzlich unsichtbar wurde. Als er den Stein dann in die entgegengesetzte Richtung bewegte, wurde er wieder sichtbar. Durch die Kräfte des Rings beflügelt, eröffneten sich ihm neue Perspektiven und er heckte einen schändlichen Plan aus. Gyges wurde Bote des Königs von Lydien und benutzte den Ring, um sich unbemerkt in den Palast zu schleichen. Er verführte die Königin und überzeugte sie, ihren Mann zu verraten. Und schon bald hatte Gyges, einst ein einfacher Hirte, den Monarchen ermordet und das Königreich an sich gerissen. Glaukon erzählt diese Geschichte, um zu veranschaulichen, wie Menschen offenbar von unrechtem Handeln profitieren können. Würde nicht jeder rationale Mensch wie Gyges handeln, wenn er die Möglichkeit hätte, ohne Konsequenzen zu bekommen, was er will? Um dieses Argument zu untersuchen, teilt Glaukon alle guten Dinge in 3 Klassen ein. Die ersten begehren wir um ihrer selbst willen, wie das Erleben von harmlosem Vergnügen. Die zweiten wollen wir nur um ihres Wertes willen, auch wenn sie lästig sind, wie Sport oder Medizin. Die dritte Klasse umfasst Dinge, die wir um ihrer selbst und um ihres Wertes willen begehren, wie Wissen und Gesundheit. Glaukon argumentiert, dass Gerechtigkeit zur zweiten Klasse von Gütern gehört. Sie ist eine Last, die dennoch Vorteile einbringt. Der einzige Grund, warum sich also jemand tugendhaft verhält, ist seiner Meinung nach äußerer Einfluss. Es kommt also darauf an, tugendhaft zu wirken, nicht tugendhaft zu sein. Sokrates, wie er von Platon beschrieben wird, ist da anderer Meinung. Er entgegnet, dass die Gerechtigkeit zur dritten Klasse des Guten gehört, die sowohl extrinsische als auch intrinsische Vorteile bietet. Sokrates argumentiert, dass die menschliche Seele aus 3 Teilen besteht: Vernunft, Geist und Begierde. Die Vernunft führt den Menschen zu Wahrheit und Wissen und wird entweder vom Geist oder von Begierde beeinflusst. Der Geist ist rechtschaffen, ehrgeizig und die Quelle kühner Handlungen, während die Begierde aus niederen körperlichen Gelüsten besteht. Für Sokrates werden die Philosophen von der Vernunft geleitet und ihr Geist hält ihre Begierde in Schach, was sie zu den gerechtesten und glücklichsten Menschen macht. Selbst ohne Konsequenzen für eigennützige Missetaten würden sie diese nicht begehen. Der Tyrann hingegen erliegt der Begierde und handelt ungerecht. Auch wenn Gyges Macht und Reichtum erlangt, unterstellt Sokrates, dass seine Seele in Disharmonie ist. Er wird von seiner eigenen niederen Begierde versklavt, anstatt sich von Vernunft leiten zu lassen, und er kann nie wirklich glücklich sein. Bevor Platon dies verfasste, argumentierte der chinesische Philosoph Konfuzius ähnlich, dass man, wenn man einfach nur gerecht handelt, auch selbst davon profitiert. Später vertraten moderne westliche Philosophen unterschiedliche Ansichten. Thomas Hobbes etwa meinte, dass der Naturzustand gewalttätig und egoistisch ist. Die Gerechtigkeit wird daher von der Obrigkeit erzwungen. John Locke hingegen behauptete, dass die Menschen von Natur aus zum gerechten Handeln verpflichtet sind und dass sie sich zur Sicherung ihrer natürlichen Rechte an der Zivilgesellschaft beteiligen.
Das Gleichnis vom gestohlenen magischen Ring, der die dunkelsten Begierden seines Trägers weckt, ist nach wie vor inspirierend. Wenn dir der Ring des Gyges in die Hände fiele, was würdest du tun? Die Geschichten, die wir weitergeben, helfen uns, die Vergangenheit besser zu verstehen. Und manchmal sogar die Gegenwart. Abonniere diesen Kanal und verpasse keinen Mythos mehr.